meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Kochvideo auf Outdoor Kitchen. Heute mache ich Rotweinschinken. Ja, der Rotweinschinken, ich muss gestehen, bis vor ein paar Wochen wusste ich noch nicht mal, was das ist. Da hat mich ein Zuschauer darauf aufmerksam gemacht und neugierig wie ich bin, habe ich das mal gegoogelt, habe im Internet geguckt, Leute. Und ja, wenn ich mir diesen schönen tiefroten Schinken angucke, dann mache ich, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Das ist immer so ein gutes Zeichen. Da habe ich mir gedacht, wow, das muss ich essen, das will ich haben und das mache ich nach. Ja, und dann habe ich im Internet so nach Rezepten für Rotweinschinken geguckt und ja, wie das so ist. Denn ich sage immer, der kluge Mensch, der lernt nicht nur aus seinen eigenen Erfahrungen, sondern auch aus den Erfahrungen anderer. Da habe ich mir von allen irgendwie ein bisschen was abgeguckt, was weggelassen, hinzugedichtet und ja, was da entstanden ist, ist quasi ein vollkommen neues Rezept. Ich kann viele Dinge nicht besonders gut, Leute, aber wenn ich zwei Dinge wirklich kann, dann ist das guten Schinken machen und die Zukunft voraussagen. Ne? Ansonsten könntet ihr das Video gar nicht sehen. Dann hätte ich das gar nicht hochgeladen und veröffentlicht, dann hätte ich das gelöscht. Also was heißt das, Leute? Kann ja nur gut werden. Ja, kommen wir nun zu den Zutaten und in erster Linie stellt sich natürlich die Frage, welches Fleisch nimmt man für den Rotweinschinken. Ich habe gesehen, Schweinenacken ist sehr beliebt, manche nehmen auch Rindfleisch, ob Rind oder Schwein, es geht beides, schaut halt nur, dass ihr Fleisch vom vorderen Teil des Tieres bekommt, das wäre besser. Ich habe mich hier für 3 zarte Schweinefilet entschieden, ganz einfach aus dem Grund, ja, wunderbar zartes Fleisch und ja, es dauert nicht so lange, es ist schneller durchgepökelt, es ist einfach schneller fertig und umso schneller kommt man in den Genuss von dem Rotweinschinken. Ich hätte sehr, sehr gerne ein ganzes Rinderfilet am Stück gemacht, aber mein Gott, wenn du dir mal die Preise für Rinderfilet anguckst, das ist ja Wahnsinn, da brauchst du ja einen Kleinkredit mittlerweile dafür und ja, ich hatte die Wahl. Rinderfilet oder Winterreifen für mein Auto. Ja, und wie das halt so ist im Leben, manchmal musst du Kompromisse eingehen, deswegen habe ich 3 Schweinefilet und nur 2 Winterreifen gekauft. Und von dem Restgeld habe ich mir noch eine Flasche billigen Rotwein gekauft. Braucht man auch. Ich weiß gar nicht, ob ich den Rotweinschinken essen kann, Leute, hinterher, weil ich habe eine Rotweinallergie. Wenn ich Rotwein trinke, ich werde dann immer total rot im Gesicht, sieht aus wie so ein Krebs oder Verbrennung. Als ob mich gerade jemand aus so einem brennenden Auto rausgezogen hat. Schauen wir mal. So, als erstes stellen wir die Pökellacke her. Wie gesagt, der Rotweinschinken, der wird nass gepökelt bzw. spritzgepökelt. Dazu brauchen wir Rotwein und Nitritpökelsalz. Ich habe hier 1 Liter trockenen Rotwein und dazu habe ich 90 Gramm Nitritpökelsalz abgewogen. Wir wollen ungefähr eine 9%ige Salzlake erreichen. Ein Liter Rotwein wiegt ungefähr 1 Kilo und 90 Gramm Salz sind optimal. Wenn man es ganz genau nehmen will, sind es 92 Gramm. Aber der Salzgehalt sollte so zwischen 8 und 9% betragen. Das Ganze geben wir in einen Topf, verrühren das miteinander und kochen das auf, bis das Salz sich komplett aufgelöst hat. So, und damit der Rotweinschinken nicht nur nach Rotwein und Salz schmeckt, noch ein paar Gewürze und Kräuter. Ich habe hier etwas frischen Rosmarin und frischen Thymian, einen halben Teelöffel Nelken, 5 Lorbeerblatt und jeweils 1 Teelöffel Wacholderbeeren und schwarze Pfefferkörner. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie toll das duftet und erinnert mich irgendwie total an Weihnachtsmarkt und Glühwein, gerade Nelke, Wacholderbeeren, schwarze Pfefferkörner, die Kräuter, die habe ich noch mal ein bisschen klein geschnippelt und mit dem Rotwein
Und ja, den Sud lasse ich jetzt 2 Stunden abkühlen, damit das Ganze sich aromatisiert. Und viele von euch kennen das vielleicht aus den anderen Videos und fragen sich, was ist mit Matti los, wo bleibt der Knoblauch? Ich hau ja normalerweise immer en masse frisch Knoblauch in den, in den Schinken. Und ja, habe ich erst überlegt, aber ich finde, das würde alles übertünchen. Und das soll ja ein feiner, schöner, dezenter Schinken werden. Und deswegen lasse ich ihn weg. Und ja, wie gesagt, die Lake lassen wir jetzt abkühlen und dann werden wir das Fleisch damit spritzpökeln und dann kommt das Ganze für 7 Tage in den, in den Kühlschrank, damit es schön durchpökeln kann und dann geht's weiter. So, die Pökellake, die ist jetzt vollständig abgekühlt. Was ich jetzt mache ist, ich ziehe mit der Pökelspritze Lake auf und spritze ungefähr 100 Milliliter von der Lake alle 2 Zentimeter in jedes Schweinefilet hinein. So, der Rotweinschinken, der wird jetzt 7 Tage gepökelt und ja, manche tun den irgendwie einvakuumieren und darin pökeln. Ich mache das nicht. Ich habe hier so eine umfunktionierte, ich glaube, das war früher mal so eine Werkzeugbox aus Kunststoff. Achtet darauf, dass ihr Kunststoff nehmt und kein Metall. Und ja, nach 7 Tagen, wenn das Ganze schön durchgepökelt ist, dann folgt der nächste Schritt. Ja, die Pökelphase von 7 Tagen, die ist jetzt rum. Das Fleisch hat sich wunderbar aromatisiert und schaut euch das mal an, was das für eine schöne Farbe angenommen hat von dem Rotwein. Und was ich jetzt machen werde, ist, ich werde das Fleisch unter kaltem Wasser abwaschen und etwas parieren, die Silberhaut entfernen. Das geht nämlich nach dem Pökeln viel leichter als vorher. Ja, was nun folgt, das ist die sogenannte Durchbrennphase. Das Fleisch hänge ich hier an die frische Luft. Das Durchbrennen dauert immer, man sagt, halb so viele Tage wie Pökeltage. Es wurde 7 Tage gepökelt. Ich denke mal, mit 4 Tagen bin ich auf der sicheren Seite. Das Durchbrennen ist notwendig, damit sich der Salzgehalt in dem Schinken reguliert. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, damit die Oberfläche antrocknet. Weil auf feuchtem Fleisch haftet der kalte Rauch nicht. Wir werden den Schinken ja noch mal räuchern, kalt räuchern und ja, wenn ihr feuchtes Fleisch oder Schinken in den Räucherschrank hängt, da besteht die Gefahr der Rußbildung. Das heißt, die Feuchtigkeit steigt auf, sammelt sich an der Decke und tropft dann als unschöne Rußtropfen wieder auf das Fleisch zurück, auf den Schinken und das würde ihn regelrecht ruinieren und das wollen wir ja nicht. Deswegen 4 Tage durchbrennen und dann geht's weiter. Das ist wirklich Wahnsinn, wie schön das schon duftet. Das wird richtig klasse. Und ja, wie ihr sehen könnt, nach dem ersten Räuchergang hat sich das Fleisch verändert. Die Rauchablagerungen haben sich schon ein bisschen festgesetzt. Es ist hier schon leicht goldig. Die Farbe ist intensiver geworden. Und ja, ich habe den Rotweinschinken 12 Stunden lang kalt geräuchert. Und nach dem Räuchern hänge ich das nochmal 12 Stunden an die Luft, damit das Fleisch sich entspannt, aromatisiert, weiter trocknet. Das Ganze nennt man Frischluftphase. Und ja, und was jetzt folgt, das ist der zweite Räuchergang. Ja, apropos Räuchern, ich räuchere ausschließlich mit Buchenholzmehl. Ich finde, Buchenholzmehl hat hervorragende Glimmeigenschaften. Ihr braucht ja konstant Rauch. Das soll ja möglichst 8 bis 12 Stunden abbrennen oder abglimmen.
und es hat auch ein ganz, ganz tolles Aroma. Ich gebe euch den Tipp, wenn ihr noch ein paar Prozentpunkte mehr an Geschmack herausholen wollt, mischt noch ein bisschen getrocknete Kräuter mit dazu. Ich habe hier getrockneten Anis, Thymian und Oregano und wie gesagt, ich bilde mir ein, der Schinken wird noch besser dadurch und ja, jetzt folgt der zweite Räuchergang. Ich gucke, dass das Ganze 8 bis 12 Stunden abklimmt und dann wieder eine Frischluftphase von 8 bis 12 Stunden und dann werde ich noch einen dritten Räuchergang einlegen und dann muss das Ganze noch ein wenig reifen. So, meine lieben Kochfreunde, ich habe den Schinken jetzt 3-mal zu 12 Stunden kalt geräuchert mit anschließenden Frischluftphasen und ja, im Prinzip ist meine Arbeit jetzt erledigt. Den Rest erledigt die frische Luft. Ja, nach dem Räuchern muss der Schinken noch etwas reifen. Wie lange, da kann man keine pauschale Aussage treffen, finde ich. Das hängt davon ab, was für Räuchergut du hast und wie deine persönliche Vorliebe ist. Je länger der Schinken an der Luft hängt, desto trockener wird er. Er gewinnt zwar an Geschmack, aber er wird härter. Und ja, ich mag das, wenn die Konsistenz so mittelfest ist. Und ich habe ihn jetzt 10 Tage lang hier draußen an der frischen Luft hängen lassen. Und ich muss auch sagen, ich hatte Glück mit den Wetterbedingungen. Es waren so 8 bis 10 Grad und eine hohe Luftfeuchte. Achtet darauf, dass der Schinken nicht zu schnell trocknet, hängt ihn nicht an die Zugluft. Und ganz wichtig ist, bei Minustemperaturen sollte er nicht draußen hängen. Da hätte ich das bei mir in den Gewölbekeller gehängt. Und da sind so 8 bis 10 Grad, eine relativ hohe Luftfeuchte und Luftzirkulation. Und, und mein Gott, das provoziert mich schon die ganze Zeit. Und ja, jetzt werde ich einfach mal den ersten Rotweinschinken anschneiden und schauen wir mal, wie der schmeckt. Ja Leute, was soll ich euch sagen? Der Rotweinschinken ist wirklich sehr lecker geworden. Das, was ihr hier seht, das sind die Gewürzrückstände. Er ist vielleicht ein bisschen blass. Die Farbe habe ich mir etwas schöner vorgestellt, aber ich kann euch sagen, geschmacklich ist er absolut top. Sehr zart, überhaupt nicht salzig. Man schmeckt den Rotwein, die Kräuter und die Gewürze heraus. Also wirklich ein ganz, ganz toller Schinken und ganz anders als die Sachen, die du so im Laden kaufen kannst. Ja, ansonsten Leute, wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir Kommentare, bis zum nächsten Mal. Euer Matt.